Science Slam. Hier ist für euch Sebastian Spicher. Du bist ready? Ah nee, stopp. Ah, stopp. Oh ja, der Heute. Werkschutz geht vor. Das muss Safety first. Safety first. Okay. Sehr gut. Gut. Dann Na? würde ich sagen, Wir sagen Science, ihr sagt Slam. Science. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe eine kurze Frage an euch. Wie stellt ihr euch eigentlich einen Chemiker vor? So wie ich hier gerade stehe, mit Kittel und Schutzbrille, damit mich das Licht nicht blendet, oder doch eher Hemd und Hose? Bitte einmal die Hand hoch. Wer ist für den Kittel? Ja, das ist die Mehrheit. Aber trotzdem die Gegenfrage, wer ist für Hemd und Hose? Ja, das war zu erwarten. Ich verspreche euch, diese Frage heute ein für alle Mal zu beantworten. Und dafür habe ich euch was mitgebracht. Kennt jeder von euch, hat jeder von euch schon mal getragen, eine Windel. Ja, eine ganz normale Windel. Es geht heute, der Titel verrät, um Quantenchemie in der Windel. Um etwas genauer zu sein, es geht um dieses weiße Pulver. Dieses weiße Pulver ist der Superabsorber in der Windel. Und der besteht aus Polyacrylsäure und das ist ein wichtiges Produkt für die BASF. Achtung, wird chemisch, aber ich verspreche, ich halte mich kurz. Nach dem Slam gerade eben, perfekte Einleitung. Polyacrylsäure, so wird es hergestellt. In einer radikalischen Polymerisation. Und das funktioniert gut. Alles safe. Aufpassen muss man vorher. Denn wenn die Acrylsäure lagert, wenn sie da rumschwimmt in ihrem Tank und wenn sie warm wird und mit Luft in Kontakt kommt, dann bilden sich Peroxyradikale. Und was dann passiert, haben Kollegen von mir in einem Video auf die Spitze getrieben. Weißt du, was schön ist? Nochmal. Aufpassen. Kommt nochmal. Das ist schlecht. Ja, das möchte man nicht haben. Diese Peroxyradikale, die müssen weg. Um das zu verhindern, gibt es sogenannte Stabilisatoren. Das sind ganz kleine Moleküle mit einer OH-Gruppe und ganz besonderen Eigenschaften. Diese Stabis machen mit den guten Radikalen gar nichts. Ja? Mit den schlechten Radikalen reagieren sie sehr, sehr schnell und entschärfen diese. Weil das so wichtig ist, nochmal, ja? Ein guter Stabi mit Peroxyradikalen, langsam, mit den guten Radikalen, mit Peroxy schnell, mit den guten Radikalen langsam. Dieser blaue Punkt, das ist genau die Eigenschaft, die wir haben wollen. Also wir kennen die Eigenschaft von dem Molekül, wir wissen, es hat eine OH-Gruppe, mehr wissen wir aber nicht. Die Frage, die bleibt, wie sieht der Rest von diesem Molekül eigentlich aus? Und nein, das ist nicht Cyclobutan. Die Raute mit dem Fragezeichen steht für den unbekannten Rest von diesem Molekül. Und diesen Rest müssen wir jetzt herausfinden. Was heutzutage jeder macht, einschließlich mir, erstmal im Internet nachschauen. Die PubChem ist eine Datenbank mit ganz vielen Molekülen, da geben wir das jetzt ein, OH. Und wir schauen mal, was passiert. Nichts Gutes. 160.000 Treffer
Das ist viel zu viel. Und selbst wenn ich mein ganzes chemisches Wissen in diesen Filterknopf reinstecke, 10.000 Moleküle bleiben mindestens übrig. Weniger werden es nicht. Und 10.000 Moleküle, 10.000 Reaktionsgeschwindigkeiten, das misst niemand im Labor. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dieses Problem im Labor zu lösen. Was kann man dann machen? Messen geht nicht. Vielleicht können wir es ja berechnen. Und das geht in der Tat. Die Arrhenius-Gleichung, die Exponentialfunktion hinter mir, die zeigt, wie man die Reaktionsgeschwindigkeit berechnet. Alles, was schwarz ist, hat euch nicht zu interessieren. Das sind Konstanten. Interessant ist das rote, EA, die Aktivierungsenergie. Das ist die Energie, die man in ein System reinstecken muss, damit überhaupt was passiert. Beispiel, Kerze, die brennt auch nicht von allein. Die müsst ihr anzünden. Und je höher die Aktivierungsenergie, desto langsamer die Reaktion. Je niedriger, desto schneller. Okay? Also, um Reaktionsgeschwindigkeiten zu berechnen, brauchen wir die Aktivierungsenergie. Und an der Stelle kommt jetzt die Quantenmechanik ins Spiel. Oben links eine zentrale Gleichung der Quantenmechanik, benannt nach dem berühmtesten Katzenliebhaber der Welt, Erwin Schrödinger. Die meisten werden ihn kennen von seinem Gedankenexperiment, wo die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Das erzähle ich euch nächstes Jahr im nächsten Science Slam. Heute, was uns interessiert, ist die Schrödinger-Gleichung. Denn darin steckt das E, das, was wir haben wollen. Was wir jetzt machen, genau wie in der Schule, wir stellen die Gleichung um. E ist gleich ein Integral mit nur 3 Variablen. Das war's. Mehr ist es nicht. So schwer kann das doch nicht sein. In der Quantenmechanik ist nichts einfach. Ja. Wer denkt sich bitte schön sowas aus? Was zum Teufel ist denn das? Da hinten. In der letzten Reihe, da habe ich es doch gerade gehört. Da hat doch gerade jemand Unrestricted Hartree-Fock im Rotan-Hall-Formulismus gesagt. Ist richtig. Egal, vielleicht habe ich mich auch einfach nur verhört. Nee, Leute, jetzt mal unter uns. Ja? Quantenchemiker machen seit 100 Jahren nichts anderes, als diese eine Gleichung zu lösen. Und in 100 Jahren ist viel passiert. Der Computer wurde erfunden und die Leute haben angefangen, die Lösung zu programmieren. Sodass heutzutage die Lösung der Schrödinger-Gleichung, das ist ein Knopfdruck. Und mit dem Wissen können wir jetzt einen quantenmechanischen Workflow designen. Wir nehmen die 10.000 Moleküle, stecken die in den Computer, drücken 10.000 Mal diesen Knopf und bekommen dann die Reaktionsgeschwindigkeiten. An der Stelle, was mir wichtig ist, ihr seht, ich sitze da in meinem Büro, aber ob ich das im Büro mache, im Homeoffice, im Auto oder auf der Alm mit Martha, Martha ist die Kuh, das ist total egal. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist euer Laptop. Und mit dem Wissen, zurück zu unseren Ergebnissen, ihr erinnert euch, der blaue Punkt, das war die Eigenschaft, die wir haben wollen. Und diese 6 Moleküle sind jetzt am nächsten daran. Warum sind es jetzt 6 Moleküle? Warum ist es nicht 1? Auch die quantenchemische Rechnung hat einen Fehler. Und deswegen können wir das nicht zu 100% genau sagen, was aber überhaupt kein Problem ist. Denn es gibt hier Oleg. Oleg ist ein guter Freund von mir und zufälligerweise Laborleiter bei der BASF. Und Oleg geht jetzt ins Labor und er probiert das einfach aus. Also was er macht, er nimmt so ein Gläschen, füllt die flüssige, farblose Acrylsäure rein, plus den Stabi, macht es warm, schüttelt und hofft, dass nichts passiert. Links hat es nicht geklappt, nach rechts wird immer besser. Im Idealfall sollte es genauso aussehen. Ich sehe entsetzte Blicke in der ersten Reihe. Bitte nicht die Feuerwehr rufen, wir hatten das Thema. Das ist nur Wasser zu Demonstrationszwecken. Psst. Okay, zum Schluss. Jetzt wollen wir es auflösen. Wie sieht dieser Stabi denn jetzt aus? Zum Beispiel so.
Das ist das 4-Methoxyphenol und dieses kleine Molekül ist ein Stabi, der alle Eigenschaften erfüllt. Und dieses kleine Molekül mit seiner gesamten Quantenmechanik steckt in dieser Windel, vorausgesetzt, ihr kauft das richtige Produkt. Ich schulde euch noch eine Antwort. Wie sieht er denn jetzt aus, der Chemiker bei der BASF? Im Rahmen der Quantenmechanik und in Analogie zu Schrödingers Katze kann man diese Frage ganz leicht beantworten. Der Chemiker bei der BASF ist eine kohärente Superposition zweier Quantenzustände. Dankeschön, das war's von mir. Applaus für Sebastian. Woo! Sebastian Spicher, der zweite Starter.